Warum liegt mein ganzer Tisch mit Sachen voll, obwohl ich doch eigentlich nur einen Bogen vorstellen möchte? Wer das wissen möchte, jetzt. Das ist der Gillo G1, das Flaggschiff-Modell, wenn man so möchte, des italienischen Herstellers und ein auch wirklich beliebter Bogen bei uns im Shop. Ich habe den ganzen Tisch heute voll liegen mit diversen Sachen, denn der Gillo G1 ist nicht nur ein Mittelteil und nicht nur ein Recurve-Bogen, sondern mehr oder weniger eine Produktfamilie. Also nicht nur gibt es unterschiedliche Mittelteilversionen, sondern es gibt ungewöhnlich viel Zubehör für so einen Bogen. Und das macht den Gillo G1 zu einem wirklich sehr flexiblen Mittelteil. Es ist sehr beliebt bei Blankbogenschützen, genau aus dem Grund. Aber es ist nicht nur für Blankbogenschützen geeignet. Und heute möchte ich mal durch die ganzen Sachen durchgehen, was es alles an Zubehör gibt, was der Gillo G1 besser macht als andere Bögen und was ihn einfach besonders macht. Zunächst einmal gibt es vom G1 unterschiedliche Modelle. Das hier ist das G1M 25 Zoll Modell. Hier vorne, das ist die 27 Zoll Variante und zwar G1L. Und dann gibt es eben noch G1L in 25 Zoll und noch eine Special Edition, die sich Total Color nennt. Jetzt muss ich gleich was dazu sagen, worin sich diese Modelle G1M, L und so weiter unterscheiden. Aber bevor ich das mache, möchte ich erstmal Grundsätzliches zum Bogen sagen, bevor wir in die Details gehen. Es ist ein ILF-Mittelteil, also ein Mittelteil mit ILF-Wurfarmaufnahme. Man kann also eine sehr große Bandbreite an Wurfarmen zu dem Bogen benutzen. Es gibt jetzt seit neuestem auch Wurfarme von Gillo. Das war früher anders. Da haben eben die Gillo-Schützen Wurfarme von Hoyt, Win & Win etc. verwendet. Da ist man also sehr flexibel und es ist eben gerade bei den Blankbogenschützen ein beliebter Bogen. Das liegt vor allem daran, dass es hier sehr viele Möglichkeiten gibt, Gewichte anzubringen. Es gibt hier unter diesem Deckel versteckt sich ein Geheimnis quasi, auf das ich gleich zu sprechen komme. Um es ganz klar vorab zu sagen, es gibt eigentlich keinen Grund, warum es ein Blankbogenmittelteil ist, ein reines. Ist es nämlich auch nicht. Also es ist genauso ein Bogen, den man für Olympisch Recurve benutzen kann. Wir haben Anschlüsse für Stabilisator hier vorne. Wir haben auch 3 Gewindebuchsen vorne und 3 Gewindebuchsen hinten. Hier unten und da oben und hier an den Wurfarmaufnahmen. Der hat also eben überall Möglichkeiten, noch Dämpfer und Stabis und alles Mögliche zu montieren, was andere nicht haben. Also eigentlich sogar überqualifiziert für einen olympischen Recurve. Wir haben 2 Buttongewinde, wir haben selbstverständlich Klickergewinde, die wie üblich bei den Italienern metrisch sind, also M4. Von daher, wir haben hier auch eine Klickerplatte. Das ist alles, schreit eigentlich nach Olympisch Recurve. Mit Visier, mit Stabi, mit allem. Aber das Gewichtstuning, was man machen kann, das spricht eben vor allem die Blankbogenschützen an. Und da möchte ich jetzt mal anfangen. Diese Klappe hier unten, da sieht man schon, die ist mit 2 Schrauben befestigt, auf der anderen Seite auch. Und die schraube ich als erstes mal ab, damit wir mal sehen, was sich dahinter verbirgt. So, wenn man also die Schrauben löst, kann man diese Klappe jetzt abziehen und dann hat man hier Möglichkeiten, Zusatzgewichte zu montieren. Die habe ich hier vorne schon liegen. Es gibt diese Edelstahlgewichte. Da hat man immer auf der einen Seite ein Gewicht mit einem normalen Gewinde und auf der anderen Seite ein Gewicht mit einem Senkkopf oder einem Senkloch. Und hier kommt dann diese Schraube rein und wird auf der anderen Seite ins Gewicht geschraubt. So, das ist relativ einfach gemacht. Und jetzt haben wir 2 x 24 Gramm Gewicht zusätzlich am Bogen montiert. Sprich, ich kann in diese 3 bzw. 6 Vertiefungen eben insgesamt 150 Gramm Gewichte versenken, kann diese Abdeckung wieder aufschieben und keiner sieht es. Heimliches Gewichtstuning. Das Mittelteil, die 25 Zoll Version, wiegt an sich 1390 Gramm, ist also ein relativ schwerer Bogen schon an sich. Und wenn man noch 150 Gramm Gewichte dazu packt, dann wird es eben schon wirklich ein ziemlich ausgewachsenes Mittelteil, was eben dann auch Kraft erfordert, um das zu schießen. Aber hier ist eben noch nicht Ende bei Gillo. Diese Klappe kann man auch ablassen und kann sie tauschen durch dieses
Monster aus Aluminium. Diese Abdeckung alleine wiegt 270 Gramm und es gibt auch noch eine schwarze Version davon, die ist dreiteilig, die wiegt 400 Gramm. So, und man kann jetzt diese leichte Aluminium-Abdeckung abmachen und kann sie einfach tauschen durch diese hier. Man kann aber auch die Gewichte darunter schrauben und die Abdeckung hier drüber montieren. So, das bedeutet, wenn ich jetzt die 270 Gramm Version habe, 150 Gramm durch die Gewichte darunter, bin ich bei über 400 Gramm. Ohne dass jetzt hier ein massives Gewicht vorne dran geschraubt werden musste. Ich habe jetzt hier vorne immer noch 3 Gewinde, 5/16 Zoll, wo ich also beliebig weitere marktübliche Blankbogengewichte montieren kann. Wenn ich die schwarze Version, die ich jetzt leider nicht hier auf dem Tisch habe, montiere, dann hätte ich mit den Zusatzgewichten schon 550 Gramm Zusatzgewicht montiert und könnte immer noch was dran schrauben. Das ist also schon wirklich viel, also man kann wirklich massiv hier an diesem Bereich Gewichte zusätzlich montieren und man ist auch in der Lage, das ganz individuell einzustellen. Man kann natürlich auf beiden Seiten gleich viel, also jeweils rechts und links eine Gewichtsschraube montieren. Man kann aber auch nur auf der einen Seite ein Gewicht montieren, wenn man zum Beispiel das Bogenfenster ein bisschen ausgleichen möchte. Jetzt ist das hier auf der Seite des Bogenfensters, das würde nicht viel Sinn machen, aber eben, man kann die 6 Gewichte auch einzeln beliebig. Wir haben da kleine Sicherungsmuttern dabei, die man auf die Gegenseite dann schrauben kann. So braucht man also das Gegengewicht nicht und kann also hier im Grunde fast beliebig viele Kombinationen von diesen Gewichten montieren und hat eben dann zusätzlich noch diese Klappe und auch die kann man umdrehen und auch die ändert wieder was vom Schwerpunkt, weil eben hier mehr Gewicht nach oben oder nach unten wandert. Und wenn man dann eben an diesen unterschiedlichen Gewinden hier verschiedene Gewichte an verschiedenen Stellen montiert, kann man da also wirklich sehr, sehr fein den Schwerpunkt des Bogens einstellen, kann das Verhalten nach dem Schuss einstellen. Die Blankbogenschützen dürfen ja keine Stabilisationssysteme verwenden und deswegen ist das eben der Grund, warum der G1 fast der Blankbogen schlechthin ist, aber eben auch ein vollständig ausgewachsener und nutzbarer Wettkampfbogen ist, den ja Michele Frangilli zum Beispiel auch selber schießt. Jetzt müsste ich selber nachgucken, welche Medaillen oder welche Wettkämpfe er damit gewonnen hat im Olympisch-Recurve-Bereich, aber es werden ein paar sein. So, das montiere ich mal ab. Wer jetzt Lust hat auf diese Optik mit diesen Gewichten, es gibt diese Gewichte auch in Goldoptik. Das bedeutet in dem Fall, die sind Edelstahl-Titan-Nitrit beschichtet. Das sieht man an diesem Bogen hier. Das ist diese Farbe der Tillerschrauben zum Beispiel. Also das sieht schon sehr golden aus. Das hier unten ist ein Messing-Einsatz. Da sieht man den Unterschied, also wie sehr das glänzt. Diese Gewichte gibt es eben auch in dieser Farbe. Wer das möchte und wer das schön findet, der kann eben auch das so offen lassen und braucht die Abdeckung auch nicht drauf zu machen. Denn die Abdeckung ist aus Aluminium und in so einem Orange-Goldton eloxiert. Genauso wie dieses Gewicht. Das ist also schon was anderes. Also diese Aluminiumgeschichte und dieses Titan-Nitrit, das kann man schon sehen, das ist ein anderer Farbton. Also das hier ist nicht Gold, das ist schon eher orange, ganz klar. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt, weshalb klar wird, dass es nicht nur ein Blankbogen ist, den man auch zum Olympisch-Recurve-Schießen nehmen kann. Ein kleines, nettes Detail, an das Gillo gedacht hat. Die Stabi-Buchse hier vorne sieht aus, als wäre sie schief im Bogen montiert, als wäre da ein Konstruktionsfehler oder ein Fertigungsfehler entstanden. Aber tatsächlich ist das Absicht hier. Also die Buchse ist um 1 mm aus der Mitte versetzt, um das Bogenfenster auszugleichen. Also weil ja auf der Seite mehr Material verwendet wurde, kommt dann das Stabilisationssystem etwas versetzt auf die andere Seite, um das auszugleichen. Und das ist ein Detail, wo ich sagen muss, das ist halt schon schön mitgedacht und zeigt eben auch, dass man hier die Option mit Stabi zu schießen, dass das durchaus mitgedacht wurde. Dann möchte ich jetzt mal dazu kommen, was den G1M und den G1L voneinander unterscheidet. Es ist ja praktisch der gleiche Bogen, außer dass ich jetzt hier die 27 Zoll Version liegen habe, aber eben ansonsten ist es vom Design, von der Form und von den ganzen Features, also Gewicht, Abdeckung und so weiter, der gleiche Bogen, aber es gibt eben im Detail Unterschiede. Und ich fange mal hier in der Mitte an. Das ist hier die Klickerplatte und die Verlängerung davon, also man kann die austauschen, diese beiden sind dabei. Der Blankbogenschütze wird das eben so lassen und braucht es nicht. Der Recurve-Schütze möchte vielleicht diese längere Klickerplatte verwenden. Die ist 3D gedruckt aus Kunststoff, auch in diesem orangenen Ton. Ist nicht das hochwertigste, was man sich vorstellen kann. Also da wurde etwas gespart. Der G1M ist ja auch deutlich günstiger. Der G1L
hat an dieser Stelle eine Aluminium-Klickerplatte, die eloxiert ist und die auch eben diese eingelaserten, sehr schönen Skalen hat, muss ich sagen. Unterschied Nummer 1. Unterschied Nummer 2, ganz in der Nähe von der Klickerplatte sind die Griffschalen. Wir haben also einmal eine schwarze Kunststoffgriffschale beim G1M und eine wahnsinnig schöne, wie ich finde, gemaserte in Orange, Braun und Blau oder Grautönen gemaserte Holzgriffschale. Das ist eben auch hier ein Unterschied. Das ist auch relativ kostspielig und da muss man dann eben etwas tiefer in die Tasche greifen, wer das haben möchte. Griffschalen sind ja immer so eins meiner Lieblingsthemen und auch bei Gillo gibt es eben aber auch eine Alternative, wenn man den G1M sich zulegt, weil man vielleicht noch nicht das volle Programm und das Geld für das Edelmodell ausgeben möchte, kann man auch später noch Holzgriffschalen nachrüsten. Sieht ein bisschen anders aus, also diese originale Griffschale ist etwas anders als die Nachrüstgriffschalen aus Holz. Hier haben wir zum Beispiel eine, kann ich mal so nebeneinander halten, und hier gibt es eben, das ist einmal Walnuss und einmal Wurzelholz-Optik. Die gibt es auch bei uns im Shop, die haben wir auch in der Regel lagernd oder es ist ein lieferbar und da kann man eben auch, wenn man möchte, nachrüsten. Bin aber noch nicht ganz durch mit den Unterschieden. Weiter unten kann man sehen, wenn man im Bereich der Wurfarmaufnahme guckt, haben wir hier einmal die angesprochenen Titannitrid-Tillerschraube und wir haben einmal eine verchromte Tillerschraube. Das ist also kein Riesenunterschied, aber wer eben wirklich auf Gold steht, wer diese Optik mag, der kriegt eben die Titannitrid oder die goldenen Schrauben nur beim G1L und auch die Stabilisationsbuchse ist eben beim G1L hier drüben Gold beschichtet und beim G1M ist sie eben aus Edelstahl. Und zu guter Letzt eine Kleinigkeit, aber auch da gibt es einen Unterschied. Die knallgelbe Schutzhülle von Gillo mit eingesticktem Logo, die gibt es auch nur beim G1L. Es gibt auch Nachrüstkits. Man kann also, wenn man erstmal mit dem G1M einsteigt, wenn man sagt, ich will erstmal schauen, ob mir das gefällt, ob mir ein italienisches Mittelteil zusagt, kann man auch später noch ein sogenanntes Make-it-L-Kit von Gillo bekommen und eben die ganzen Teile, die sich unterscheiden, dann nachrüsten. Also da ist dann die Holzgriffschale dabei, da sind die Tillerschrauben mit Titannitridbeschichtung dabei, es ist die Schutzhülle dabei und die Aluminium-Klickerplatte. Ist aber natürlich kein Trick, um Geld zu sparen. Das wäre natürlich zu einfach. Also wenn man den G1M und das Kit zusammenkauft, dann ist man auch auf dem Preis des G1L. So, das waren jede Menge Informationen. Zum Abschluss der Vollständigkeit halber noch, es gibt den G1M und den G1L in einer Rechts- und Linkshand-Version. Die Einsteigerversion gibt es nur in 25 Zoll. Die Edelversion, und die muss ich jetzt auch mal in die Hand nehmen, denn sie ist ja tatsächlich mit der Holzgriffschale noch ein kleines bisschen schöner. Die gibt es in 25 Zoll und in 27 Zoll. Also die Leute, die einen langen Bogen suchen, und da gibt es ja nicht so viel Auswahl im Bereich der 27 Zoll Mittelteile, der wird also beim G1L fündig. Habe ich eben nicht erwähnt, finde ich aber dennoch eine wichtige Information. Gerade die, die eben solche Mittelteile suchen, die sind ja in der Regel etwas größer und haben häufig dann auch etwas größere Hände. Die Griffschalen von Gillo und der ganze Bogen hier, das ist schon ordentlich was, da hat man schon ordentlich was in der Hand. Also das ist genau was eigentlich für Leute, die wirklich große Hände haben. Das ist nicht besonders filigran. Das wird dem einen nicht zusagen, aber der andere ist eigentlich genau auf der Suche danach. Und deswegen, es ist immer schwer zu erklären oder in irgendwelchen Maßeinheiten zu fassen, wie groß ein Bogen oder eine Griffschale sind. Deswegen sage ich es hier dann immer gerne. Also Gillo G1 gehört mit den Holzgriffschalen tatsächlich zu den Bögen für etwas größere Hände, ganz klar. Dann möchte ich das Video an dieser Stelle beenden mit dem Gillo G1L 27 Zoll in der Hand. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist wirklich etwas kompliziert. Wir haben aber im Shop alles auch untereinander verlinkt und natürlich auch unter diesem Video. Es gibt wirklich so viel Zubehör und so viele Teile zu diesem Bogen. Es ist wirklich mehr als ein Bogen. Es ist mehr oder weniger ein System und deswegen aber auch sehr beliebt und das wohl auch zu Recht. Dann würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.